Hallo, jetzt mal wieder weiter an der Vespa. Wir wissen ja, sie hat ziemlich große Rostlöcher, die müssen geschweißt werden. Den Vergaser, den ich letztes Mal ausgebaut habe, den habe ich gereinigt, wieder zusammengebaut, den E-Starter erneuert, weil der war kaputt. Und jetzt habe ich gedacht, komm jetzt mal eben geschwind, jetzt baust den halt mal schnell ein. Und das ist eine Sache von 2 Minuten, das ist auch uninteressant und mache ich mal eben geschwind. Und was passiert da? Ich wollte gerade die Vergaserschraube vom oberen Vergaserschieberdeckel wieder einschrauben. Ziehe ich den nochmal raus, was fällt mir? Die Schlitzschraube rein in den Vergaser, und bong, liegt's unten im Motor drin. Ja, super, jetzt kann ich natürlich wieder den Vergaser ausbauen. Diese störrischen Gummidinger, die sind natürlich eh nicht besonders geil. Und dann auch noch jetzt diesen Ansauggummi rausholen, um die Schlitzschraube rauszuholen. Ich zeige euch mal, wie es aktuell aussieht. Hier gerade mal den Vergaser, ich lege ihn nochmal zur Seite. Also ich war gerade dabei, den einzubauen, dann konnte ich ihn auch schon wieder ausbauen. Und wie ihr jetzt hier drin seht, der hängt ja auch jetzt richtig schön die Schlitzschraube auf der Membrane. Die ist mir durch den Vergaser oben reingefallen quasi. Also ich hatte hier den Deckel weggemacht und da fällt sie mir einfach hier rein und dann durch das Ansauggummi mitten hier runter. Ne? Nur gut, dass da eine Membrane ist. Ja, das ist ja dann immer dann, wenn es heißt mal eben geschwind, dann passiert ja so ein Quatsch hier. So, da ist sie, ja. So, jetzt baue ich das hier wieder zusammen. Ist eigentlich nicht so spannend. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Also, es war jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich hier das filme, weil das ja nicht so großartig ist. Aber dieses Highlight, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Mal gucken, jetzt muss ich hier mal vorsichtig ausblasen. Also die Schläuche und alles ist eben hart, ja. Draußen ist minus 4 Grad oder hier in der Garage hier drin. Deswegen läuft es nicht so geschmeidig gerade. So, der Dreck ist auf jeden Fall mal rausgeflogen. Hier mal ein ganz kleines Schmirgelpapier, Tausender. Sieht ziemlich gut aus hier, die Fläche. Die ist ziemlich glatt, die Fläche, da ist gar nichts dran, das ist ziemlich nice. Gut, jetzt gucken wir mal der Stutzen an. Der Stutzen ist zwar steinhart, aber ich kann hier gerade keinen Riss erkennen. Ganz oberflächlich hat er unten einen Riss, der aber nicht durchgehend ist. Jetzt bleibt er erstmal noch drin. Kann man natürlich tauschen, aber der geht jetzt nochmal. Beim nächsten Service wird der getauscht. Jetzt kriegt er noch eine ganz kleine bisschen Dichtmasse unten ran, weil er eben schon so alt und hart ist. Das kann jetzt mal nichts schaden. Hauchdünn. So, hauchdünn kommt da ein bisschen Dichtmasse hin, weil der eben schon so hart ist und ich jetzt den nicht tausche aktuell. Und der soll zumindest unten dicht sein. War klar, dass der jetzt mir wieder da hat reinfallen müssen, die Schraube. Das war ja wieder klar. Manchmal sollte man einfach gar nichts weitermachen. Gibt so Tage, da sollte man es einfach lassen. Ja? Da machst du einfach mehr Geschäft, wie wenn du einfach einen anderen Tag kommst. Wenn da jetzt keine Membrane unten gewesen wäre, dann wäre richtig scheiße gewesen.
Also schön mit Drehmoment anziehen. Diese störrige Gummi hier macht mir es wirklich nicht einfach gerade. So, der aktuelle Stand. Wir haben jetzt hier eben die Rostlöcher, die habe ich jetzt hier mal grob angezeichnet, wo die Rostlöcher sind und wie ich es vorhabe zuzuschneiden. Anderen Seite eben auch. Hier sieht man auch die Rostlöcher, beziehungsweise die Stellen, die ich wie anpassen werde, zuschneiden und neue Bleche einsetzen. Dann habe ich hier die Beulen schon mal so rausgehauen, ausgebeult, also Beule ist jetzt hier nicht mehr zu sehen. Und hier auch, ne, das ist jetzt mit Brunox Rostomantler mal vorversiegelt. Das wird dann nachher noch abgeschliffen und entsprechend lackiert. Vielleicht muss noch ein bisschen Spachtel drauf, sieht man dann später, aber es sieht schon mal ganz ordentlich aus. Man findet da immer wieder neue Dellen hier. Sonst die Delle hier ist zum Beispiel mal auch raus, die Delle. Und hier unten das fette Rostloch, das muss man natürlich dann noch richten. Das sind alles so Stellen, also hier auch, wo eine Beule war, wo das Gröbste raus ist. Und diese ganzen Stellen hier, das ist fehlendes Blech. Also das muss schon mal irgendeiner hier alles rausgeschnitten haben, weil offenbar ist das nicht original so. Und das muss ich jetzt eben anpassen und dann neues Blech reinschneiden. Also, dann fange ich jetzt mal an. Gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ja, so, gut. Von der Seite. Mal gucken, dass man da auch nicht zu tief geht, sondern nur wirklich das Blech hier. Kennt ihr den Geruch? Das irgendwie riecht es so wie beim VW Käfer, wenn man altes Blech rausschneidet. Da ich den Rost wegmachen. So, hier ist jetzt mal so ganz grob mal das Blech mal so eingepasst. Die Idee war, hier das Blech so reinzuschweißen. Also ich bin jetzt nicht gerade Karosseriebauer, aber ich denke, so die Idee ist mal ganz gut. Besser wie Rostloch auf jeden Fall. Neuwagen wird es nicht mehr, aber ich denke mal, für die nächsten Jahre wird es halten. Da wird es vorher woanders rausrosten.
Machen wir hier Kennzeichnung. So, dann geht's mal ans nächste. Nächste wird hier unten, das muss man auch anpassen, da unten das Loch. Also der Plan ist jetzt hier erstmal ein schönes Rechteck da rauszuschneiden und dann ein Blech reinzubraten. Da hat ja schon mal jemand rausgeschnitten, also irgendjemand hat da schon mal gearbeitet. Ja? Schneide ich das hier mal schön hier raus. Da machen wir nochmal einen Absatz rein. Das Blech ist halt immer schwierig. So, jetzt war leider der Akku leer und ich wollte halt nicht aufhören, deswegen kommt jetzt mal ein bisschen was verspätet. Ich zeige mal den aktuellen Stand. Also hier sieht man, das ist quasi das angefertigte Blech, was ich auf Stoß quasi reinschweißen werde. Hier hinten ist noch ein Loch, das muss zugeschweißt werden. Hier ist mal ein Blech angepasst. Die obere rechte Ecke wird dann auch noch erneuert, weil die auch noch rostig ist. Da hat es ein bisschen länger gedauert wegen der Kontur, die anzupassen. Genau, dann hier unten, da waren auch Rostlöcher, die sind jetzt mal raus, auch ein Blech angepasst, was auf Stoß eingeschweißt wird. Und hier unten, ja, da bin ich gerade noch dran. Das ist auch nochmal ein Blech hier. Also das ist auch nochmal ein Blech, wo man hier sieht, wo da eingepasst wird. Und die obere Ecke muss dann noch neu und eben hier der ganze Rost. Und der Unterbau, der ist ja auch marode, wie wir ja gesehen haben. Da wird hier hinten dann auch noch mal das ein oder andere, hier hinten wird auch noch mal das ein oder andere reinkommen, Blech. Und da fehlt eigentlich der ganze Unterboden, ja. Also irgendjemand muss hier schon mal in der Vergangenheit das komplett rausgeschnitten haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil zu große Rostlöcher da sind. Dann verwende ich zur Erstkonservierung Brunox. Also mit diesem Brunox hier habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. 2K Brunox Roststopp. Wenn es eben in Ecken rein soll, wo man nicht so gut hinkommt. Und dann eben noch für die größeren Flächen habe ich hier nochmal das Brunox Epoxy als größere Flasche hier. Das kann man dann mit einem Pinsel auftragen.
Ist auch ziemlich gut, also kann ich auch empfehlen. So, jetzt geht's mal weiter. Jetzt fange ich hier mal an, das einzuschweißen, was schon mal da ist, ja, das wäre jetzt der nächste Schritt. Eine gute Massestelle. So, nachher sauber abschleifen hier. Da es schwieriger ist, halt überall das Material ziemlich dünn. Den Rest müssen wir von unten dann machen. Gehen wir auf die andere Seite. Also kleine Ansätze.
machen wir mal einen kurzen Blick, was ist jetzt passiert. Also, boah, ich muss erstmal das Handy putzen. Was ist jetzt alles passiert? Also ich habe jetzt mal hier reingeschweißt. Das da unten, das muss halt noch verschliffen werden anständig. Das Loch ist noch nicht fertig. Hier unten das Blech ist jetzt mal ein Teil davon drin. Oben muss noch, da geht es weiter. Das Blech hier ist mal drin. Da die Ecke muss noch gemacht werden. Hier ist auch drin, wird aber auch noch verschliffen werden. Genau, und dann geht es weiter, so sukzessive. So, das war's jetzt mal für den zweiten Teil. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Ciao.